Ich bin für 100% erneuerbar. Und die erneuerbaren Energien sind ganz klar. Das ist Wasser, das ist Sonne, das ist Wind, das ist Biomasse, also zum Beispiel Holz, das ist Biogas, also zum Beispiel Grünabfall von Gärten, Gülle etc. Und das ist Erdwärme, Geothermie. Es gibt nur 6 erneuerbare Energien. Mir kommt spontan kein Produkt in den Sinn, das ich im Alltag nutze und nicht aus Öl oder nahe beim Öl drin ist. Wenn ich den Tagesablauf anschaue, am Morgen früh duschen, Duschmittel dort in Plastikverpackung. Dann mein Glas Ofomaltin ist in einer Tetrapackung drin, hat eine Folie drin. Und man steigt ins Auto, fährt an, also selbstredend. Auch das Essen, das ich kaufe, ist mindestens in der Verpackung drin, Öl. Wenn ich Kopfweh habe, nehmen sie das Donopan, 93% Erdöl drin. Also, unser Leben auf dem heutigen Standard ist ohne Öl nicht vorstellbar. Ich glaube, es ist wichtig, dass man an die nächste Generation denkt. Oder wenn ich sicherstelle, dass die nächste Generation kann überlegen kann, das ist eine Haltungsgeschichte. Oder? Und das ist hört natürlich nicht mit meinen Kindern und dann ihren Kindern und so auf, sondern ich glaube, das ist eine Haltung. Aber wenn wir lernen, dass es eben nicht nur um uns geht, oder, sondern eben um die nächste Generation, ich glaube, das ist der wichtige Schritt. Ob das dann 5 oder 10 Generationen sind, ich glaube, die Haltung ist wichtig. Wir haben eigentlich genug in der Höhle zu wohnen und nur vom Holz, die Holzheizung zu haben. Wir wollen etwas mehr wollen, wir wollen regelmässig essen, nicht nur per Zufall auf Jagdergebnis. Und das hat uns immer weiter getrieben, die Gier und noch mehr wollen. Und das führt dann eben auch zur Nachlässigkeit, beziehungsweise noch weniger Nachlässigkeit wie Selbstüberschätzung. Ja, das ist die Gefahr. Wir schätzen uns viel zu hoch ein. Trauen uns viel zu viel Zeug zu tun. Wir machen Sachen, die wir nicht mehr im Griff haben. Nur wenn wir 3-mal Glück haben, heisst es nicht, dass wir immer Glück haben. Wenn ich die Gesamtökobilanz anschaue, von der Stromerzeugung, also nimmt man das auch auf Windkraftwerke, nimmt man das auf Kohle, nimmt man das auf Solarzellen oder auch auf Kernenergie. Also wirklich mal einfach nicht nur die Zeit, wo dann wirklich Strom produziert wird, sondern auch was ist vorher, was ist nachher, was ist die Lebensdauer. Dann ist Kernenergie für mich eine der ökologischeren Energieformen. Aber dass so meine Überzeugung gegen die Atomkraft ist, das ist einfach eine wahnsinnige Überschätzung von uns Technikern, dass wir das so der Quelle im Griff haben. Das ist sehr grundsätzlich. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Kernkraftwerke, Kernenergieproduktion nach aktuellem Wissensstand und nach einfach Stand von Wissenschaft und Technik betreibt, dass man die sicher betreiben kann und dass man sie auch so betreiben kann, ohne Supergeld. Also ich bin davon überzeugt, dass durch das, dass ich eigentlich den Menschen als Intelligenzlebewesen einschätze, dass der Mensch auch in der Lage ist, so eine Technologie zu beherrschen und sie so zu betreiben, dass es nicht zu einem Supergau kommt. Oder nach Fukushima kann man nicht sagen, das kann da unten in Betznau nicht passieren.
Oder das Mühleberg. Das ist eigentlich bei uns. Entweder man sagt, ja, wir werden die Atomenergie so kontrollieren, dass es nie zu Unfall kommt. Und das ist nicht möglich. Auch die besten Wissenschaftler, die in Japan probiert haben, Fukushima zu verhindern, haben das nicht verhindern. Am Schluss sind es dann triviale Sachen, wo man sagt, ja, das Kühlsystem ist vom Tsunami weggerissen worden, das war ein Dieselgenerator und dann nachher, wenn man es nicht mehr kühlen kann, dann explodiert es. Irgendwie hat halt niemand gedacht, dass zuerst ein Erdbeben und dann ein Tsunami kommt, aber so ist es im Leben. Es kommt oft so, wie man es nicht gerade gedacht hat. Und ich könnte grundsätzlich gut schlafen auf radioaktivem Abfall. Natürlich einfach dann, wenn er so behandelt und eingepackt ist, wie man das heute weiss, dass man das machen muss. Wenn da mal plötzlich jemand kommt und anfängt zu bohren, also erstens mal bin ich eigentlich davon überzeugt, dass man die Information grundsätzlich weitergeben kann. Also wenn ich schaue, wie manches 1000 Jahre zurück, dass wir heute Schriftstücke finden oder so, oder einfach auch Übermittlungen. 10'000 Jahre ist natürlich so eine lange Zeit, dass wir das gedanklich gar nicht durchdringen können. Also, was ist denn für ein Spruch? Was wird denn soll man denn ein Schild machen? Achtung, hier Atome. Ich könnte das in 10'000 Jahren. Das ist ein anderer Spruch. Ich kann es gar nicht lesen. Und dann nachher sagt man, ja gut, dann hat es so verschiedene Studien gegeben. Man hat gesagt, gut, man sollte so ein abschreckendes Denkmal machen, einfach so Eisenspitzen, die aus dem Boden ragen, dass es abschreckend ist. Und dann hat man gesagt, ja nein, es könnte sein, dass spätere Generationen dann denken, ja, was ist denn das? Und da mal runtergraben. Wenn man anfängt zu buddeln und da plötzlich mal irgendetwas findet, bin ich davon überzeugt, dass der Mensch der so intelligent ist, um zu schauen, was finde ich denn da jetzt und was kommt denn da vor. Ja, der Mensch ist weit weg von Perfektion. Er wird durch wirklich niedere Instinkte wie Gier und Macht getrieben. Und das führt dazu, dass sie einfach der Menge ins Hirn nicht schadet. Aber umgekehrt ist genau die Gier und die Macht und immer noch mehr wollen, ist auch die Antriebsfeder oder Grundlage für unseren Erfolg. Ich bin ein 68er. Also Chancengleichheit, Frieden, Gerechtigkeit, das sind schon ein paar wesentliche Werte, die uns geprägt haben aus dieser Zeit und dann das Thema Umwelt. Grünen Strom kann man viel mehr herstellen. Es wird auf die ganze Machtstruktur auf den Kopf gestellt. Irgendeine gewaltfreie Welt ist für mich leider genau gleich utopisch wie in 10 Jahren ein freies Europa. Als Friedensforscher kann ich ja nie jemanden abschlagen, oder? Das geht gar nicht. Ich bin ja gegen physische Gewalt, grundsätzlich. Aber das ist nur die physische Aktion. Dort ist die Verantwortung für mich noch nicht genug ausgeschöpft. Das Wesentliche ist die Verantwortung im Denken und die Verantwortung im Fühlen. Das ist manchmal frustrierend. Vielleicht müssen wir auch akzeptieren, dass die Menschheit ein Verfalldatum hat. Der Bewusstseinswandel ist für mich ein ganz zentraler Aspekt. Von dem, was ich daran glaube. Also ich glaube an Bewusstseinswandel, ich glaube an
an ein Universum, das sehr, sehr vielschichtig ist, wo sehr vieles miteinander in Verbindung ist, wo wir auch nicht alles verstehen, weil es doch sehr, sehr kompliziert ist.